Pizzocalina ist ein eindrücklicher 3000er im Grenzgebiet zwischen den Walliser und Tessiner Alpen. Alle Routen auf diesem Gipfel sind anspruchsvoll und relativ lang. Der Schwierigkeitsbereich liegt anhaltend im T5-Plus-Bereich. Nach dem anstrengenden Aufstieg wird man aber mit einem phänomenalen Ausblick von der Bernina Kette bis zum Mont Blanc belohnt. Die Tour ist aber nur für sehr geübte und sichere alpinen Berggänger geeignet. Es kommen immer wieder ausgesetzte kurze Kletterpassagen vor, bei welchen man sehr gefordert ist. Vom Nuvenen Pass aus geht es zuerst Richtung Norden, Nordosten auf einem gemütlichen T4 Plus Wanderweg. Das Gelände wird zunehmend unwegsamer und es gilt immer wieder, grosse Geröllfelder zu queren. Ab der Gornerli-Lücke auf einer Höhe von 2740 Meter wird es dann richtig spannend und von da beginnt der sehr eindrückliche Westgrat des Pizzocalina. Die Route ist an Wildheit fast nicht zu übertreffen. Daher ist auch immer wieder Vorsicht geboten, weil die Felsen teilweise sehr locker sind. Nun wünsche ich viel Spaß beim Ansehen und Miterleben dieser eindrücklichen Tour. Unterwegs findet man auch immer wieder Steinböcke vor, die sich in diesem alpinen Gelände herumtummeln. Nach dem ersten Teil des Westgrates steigt man kurz ab, worauf man dann an die erste Schlüsselstelle gelangt. Ein Aufschwung mit einer Querung im durchwegs T5 Plus Gelände. Wegen der Griffigkeit der Felsen ist diese Passage allerdings relativ gut zu durchsteigen. Die zweite Schlüsselstelle ist nochmals nach einem kurzen Abstieg zu erreichen über ein T5 Plus Gelände, das dann in eine steile Scharte mündet. Die ist relativ ausgesetzt und man ist da wirklich in einem Absturzgelände unterwegs. Daher meiner Meinung nach ist diese Stelle sicher mit T6 zu bewerten. Immer wieder steilen Flanken entlang nach rechts zu queren. Dieses Gelände ist meistens sehr brüchig und daher ist große Vorsicht geboten. Was für ein Gefühl, ganz oben angekommen zu sein. Bei diesem perfekten Herbsttag mit dieser fantastischen Sicht ein besonderer Genuss. Beim Abstieg ist nochmals besondere Konzentration angesagt. Das Gelände ist nochmals durchgehend sehr brüchig.
Wichtig ist, dass man nicht links in die Flanke absteigt, sondern am Südgrat bleibt und nach einem kurzen Stück eher Richtung Südwesten runtersteigt. Die Route ist ebenfalls recht gut markiert mit Steintürmchen. Abstieg des Südgrates ganz am Schluss muss man sich nochmals sehr konzentrieren und fokussieren. Man bewegt sich in durchwegs anspruchsvollem T5+ Gelände. Vorsichtiges Absteigen ist hier unumgänglich. An einer Stelle befindet sich noch ein kurzes Seilstück, das sicher hilfreich ist. Dieser Schlussteil kann als letzte Schlüsselstelle der Tour bezeichnet werden. Eine große Erleichterung ist es, wenn man nach dieser letzten knackigen Schlüsselstelle wieder auf relativ sicherem Boden angekommen ist. Auf dem Abstieg kann man noch einen kleinen Abstecher auf das Kilchhorn machen. Dort oben ist ein wunderbarer Aussichtspunkt und dieser lohnt sich auch, wenn man nur vom Nuvenpass herkommt und etwas Aussicht genießen möchte. Der erste Teil des Trails vom Nuvenpass ist meiner Meinung nach noch etwas bockig, nicht ganz so gut zu befahren, aber nach den ersten 10 Minuten, Viertelstunde wird der Trail immer flowiger und macht richtig Spaß.
und Hike-Touren im Gebiet. Die Tour kann natürlich auch mit den ÖVs oder per Auto ab Nufnenpass bewältigt werden. Allerdings fehlt natürlich nachher das Feeling vom Herunterfahren über die Single Trails, was der krönende Abschluss dieser Tour bedeutet. Im unteren Teil darf man nochmals sehr coole und flowige Single Trails genießen, bevor man dann wieder nach Ulrichen zum Ausgangspunkt zurückgelangt. Besten Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne noch ein Like dalassen oder auch einen Kommentar einfügen. Euch wünsche ich jetzt auch noch ganz schöne Touren, genießt es in der Natur und tragt Sorge. Tschüss!